Costa Rica war so ein mega Abenteuer für uns. Wir waren insgesamt 3-mal dort und das war so der Höhepunkt unserer Reisen, die wir insgesamt gemacht haben. Wir haben Dinge erlebt, die wir zuvor so nie erlebt haben und auch nicht konnten. Und das hat nachhaltig auch einfach unsere Art zu reisen geprägt und was wir dann ab da dann auch erleben wollten. Die Ausschnitte, die ihr jetzt gesehen habt, die Zusammenfassung, das waren jetzt aus den 3 Malen, die wir jetzt in Costa Rica gewesen sind. Das war 2015, 16 und 18 sind wir dahin gefahren, beziehungsweise hingeflogen. Ich glaube, das zeigt ganz gut, was wir so erlebt haben, was für eine Intensität das Ganze dort hatte. Das hat auch unsere Art des Reisens auch total verändert. Während wir genauso wie viele andere vorher auch Pauschalreisen gemacht haben, haben wir in Costa Rica auch mit das erste Mal so erlebt, wie es ist, frei zu reisen. Wie man dann nur eine Unterkunft bucht, die erste, und dann ein Land völlig frei bereist, sich ein Auto mietet und dann von Unterkunft zu Unterkunft fährt und völlig frei einfach unterwegs ist. Und dahin zu fahren, wo man hin möchte und auch einfach sich überraschen zu lassen, was hinter der nächsten Kurve liegt, das ist es, was letztendlich uns richtig begeistert hat. Und ab da wollten wir halt auch nichts anderes mehr. Ja, und irgendwie hat es uns dazu geführt, es war zumindest Costa Rica ein Teil davon, dass wir das heute tun, was wir tun. Ein Jahr unserer Geschichte verfolgt ihr ja jetzt schon auf YouTube. Und wir wollen heute mal in diesem Video uns persönlich, unseren Weg euch einmal vorstellen, wer wir sind, woher wir kommen, was wir vorher gemacht haben. Und was natürlich zu diesem Wandel, also zu dem, was wir jetzt heute machen, was dazu geführt hat. Darüber hinaus halt dann noch, wieso es jetzt eigentlich ein LKW sein soll, wie wir das Ganze finanziert haben bis jetzt und wie wir es auch weiterhin finanzieren wollen. Und was wir so vorhaben, wo unsere Reise auch hingehen soll. Genau. Wenn ihr Fragen zu uns habt, wenn ihr Fragen zu unserer geplanten Reise habt oder zum Fahrzeug, schreibt das gerne in die Kommentare, weil im nächsten Video möchten wir dann gerne ein Q&A machen und eure Fragen beantworten. Aber jetzt kommt erstmal das Intro. Viel Spaß bei dem Video. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir planen mit dem LKW um die Welt zu reisen. Eigentlich wollten wir schon längst unterwegs sein, aber so ein paar Dinge sind halt dazwischen gekommen und daher ist es das ein bisschen verzögert. Genau. Momentan sind wir noch in den Startlöchern. Das wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich komme aus Ahrensburg, also eigentlich gebürtig aus Bad Oldesloe. Aber bisher habe ich eigentlich die meiste Zeit eben in Ahrensburg verbracht. Im Grunde genommen habe ich meine Heimat nie wirklich länger verlassen. Das wird jetzt das erste Mal, dass ich wirklich sehr, sehr lange von meiner Heimat entfernt leben werde. Im Grunde genommen jetzt schon, weil wir sind ja nun auch schon ein Jahr irgendwie in diesem LKW und an vielen verschiedenen Orten dann ja auch schon gewesen. Ich habe in Hamburg gearbeitet, genauso wie Yvonne. Genau. Wir sind halt immer gependelt zwischen Ahrensburg und Hamburg. Wir lieben das halt, so in einer Kleinstadt zu wohnen. Ahrensburg hat 35.000 Einwohner, ist sehr in der Natur gelegen. Da haben wir viel unserer Spaziergänge, wo wir dann über das, was wir jetzt heute machen, nachgedacht haben und unsere Pläne gemacht haben. Ich habe in einem Bürojob gearbeitet, Yvonne genauso. Man fährt halt morgens irgendwie ins Büro, arbeitet dort, kommt abends wieder, hat seine Routine. Hat das Wochenende für sich. Genau. Und Reisen waren dann halt auf die 30 Tage Urlaub beschränkt, die wir dann hatten. Und die haben wir auch jeden Tag, also jeden einzelnen Tag für Reisen dann auch genutzt, diese 30 Tage, die wir dann hatten. Also ich komme ursprünglich von der Insel Rügen, das habt ihr vielleicht schon in einem vorherigen Video mitbekommen. Ich bin nach dem Abitur bin ich nach Hamburg gegangen und dort auch bis zum Ende eigentlich geblieben. Und dann habe ich Nikolas kennengelernt vor 8 Jahren. Wir sind seit 3 Jahren verheiratet und ja, er hat ja schon erzählt, dass wir haben zusammen 8 Jahre lang in Ahrensburg auch zusammen gelebt. Und von da bin ich halt auch immer gependelt, jeden Tag mit der Bahn 1 Stunde zur Arbeit reingefahren. Ich bin vorher auch schon, bevor ich Nikolas kennengelernt habe, sehr viel gereist. Aber immer dieses typische, sage ich mal, Pauschalreisen. Aber ich habe wirklich jeden Urlaubstag
immer genutzt. Ich bin nie zu Hause geblieben, bin immer in den Flieger gestiegen und wollte halt reisen. Das fand ich einfach, das hat mich so gepackt. Das war damals schon meine Leidenschaft und ist es auch noch heute. Und als wir uns dann kennengelernt haben, wurden diese Reisen immer intensiver. Also war es dann nicht mehr Urlaub, sondern Reisen. Also das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und das hat sich dann halt so hochgeschaukelt, dass wir am Ende dieser Abenteuerreisen, zum Beispiel in Costa Rica, dann zusammen erlebt haben. Ich bin auch vorher schon in anderen Ländern gewesen, auch Pauschalreisen. Griechenland war auch schon mal dabei, Ägypten, auch in dem Norden, Dänemark-Urlaub war auch mal dabei. Die erste interessante Reise für mich war dann Thailand. Da bin ich halt 3 Wochen mit 2 anderen durch Thailand gereist. Allerdings war alles vorgebucht und wir haben uns nur darum gekümmert, wie wir dann von A nach B kommen. Das war auch schon toll irgendwie. Da habe ich dann das erste Mal so Kontakte gehabt zu Backpackern, die komplett dort frei reisen über einen längeren Zeitraum. Und das fand ich damals schon sehr interessant. Habe das für mich aber irgendwie nicht als Möglichkeit gesehen zu dem Zeitpunkt. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr so ganz ausreicht, die 30 Tage. Es gab auch Zeiten, wo wir gemerkt haben, dass wir dann nach dem Urlaub auch nicht so erholt zurückgekommen sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Es mag vielleicht auch an den Reisen zum einen liegen, dass sie natürlich nicht eigentlich einfach nur Erholungsreisen waren, sondern auch Abenteuerreisen. Aber es hatte auch sicherlich andere Gründe. Und diese Gründe haben uns halt auch dazu geführt, dass wir irgendwann umgedacht haben und überlegt haben, was würde dann noch gehen? Was kann man dann eigentlich verändern? Dann müsste man doch das irgendwie schaffen, dass man mehr Reisen in unser Leben bringt. Ja, zu so einem Lebenswandel kommt man natürlich nicht von heute auf morgen. Man steht nicht morgens auf und jetzt ziehe ich aus meiner Wohnung aus, jetzt ziehe ich in den LKW und kündige meinen Job. Also wie ist es dazu bei uns gekommen? Das war natürlich ein sehr langer Prozess und zu diesem Prozess gehören aber auch unsere schönen Reisen. So unsere allererste Reise war nach Teneriffa. Und da war das so, da haben wir das erste Mal keine Pauschalreise gemacht. Also ich jedenfalls. Sondern wir haben den Flug gebucht, wir haben das Hotel gebucht und einen Mietwagen. Und dann sind wir von diesem Hotel so sternförmig Teneriffa einmal abgefahren, haben richtig coole Wanderungen gemacht, haben auch das Wandern da für uns so entdeckt. Also nicht so einfach nur spazieren gehen, sondern es war schon... Mit Klettereinheiten. Ja, doch. Also zum Teil waren das echt schon ganz schön interessante Touren, so mit irgendwie unter einem Felsvorhang runter durchkriechen und sowas. Und hatte ich bisher auch noch nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Ja, und diese Art zu reisen haben wir dann auch in Kroatien gemacht, auf unterschiedlichen Inseln der Kanaren. Ja, da waren wir ein paar Mal, ich glaube insgesamt 4 Mal oder so. 2 Mal auf Teneriffa waren wir insgesamt, La Palma waren wir. Gran Canaria. Gran Canaria haben wir uns angeguckt. Und immer selbst mit dem Auto unterwegs und die Inseln uns abgefahren. Und das hat immer so viel Spaß gemacht, einfach nicht so gebunden zu sein. Ja, als wir das erste Mal gemacht haben, also seit dem ersten Teneriffa-Urlaub, im Prinzip wollten wir gar nicht mehr anders reisen. Das hat so geknallt in dem Moment, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja. Also so eine Bewusstseinserweiterung. Irgendwie, ja. Genau, und dann sind wir eines Tages ins Reisebüro gegangen und wir hatten halt keinen Plan, wo können wir denn hinreisen? Genau. So. Wo soll es als nächstes hingehen? Und haben dann so ein bisschen über uns erzählt, ja, wir mögen gerne Tiere und so ein bisschen Abenteuer wollen wir gerne. Und wir wollen... Darf gerne mal ein bisschen exotisch sein. Richtig. Ja, und dann wurde uns vorgeschlagen, also dann müssen Sie doch mal nach Costa Rica fahren. Und wir dann so, hä? wo ist das auf der Landkarte, bitteschön? Genau. Vorher noch nie was davon gehört. Und dann haben sie uns so ein Bild gezeigt von einem SUV, der dann durch den Fluss fährt. Und dann waren wir natürlich gleich Feuer und Flamme. Das wollte ich in dem Moment. Ich wollte auch nichts anderes mehr. Der hätte sie noch irgendwie irgendwelche anderen Länder oder Reisen vorschlagen können. Ich hätte nicht mehr zugehört. Das Bild hatte ich gleich überzeugt, ne? Ja, das wollte ich. Richtig. Ja. Aber wir wussten ja, dass wir eine Reise machen wollten, die frei ist. Ja, und dann hatten wir überlegt, so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir in dem Reisebüro gesagt, ja gut, dann buchen Sie uns gerne den Flug. Genau. Buchen Sie uns die erste Unterkunft, den ersten Tag. Und dann hatte sie uns noch gesagt, okay, ja, ich habe verstanden, was Sie vorhaben. Ich würde Ihnen vorschlagen, dann auch noch die letzte Nacht zu buchen. Dann wissen Sie, wo Sie dann sein können, wenn Sie ankommen und wenn Sie wieder wegfliegen. Ja, und dazwischen waren wir frei.
waren wir frei. Und sind einfach losgefahren und haben uns die Unterkünfte angeguckt, bevor wir die irgendwie gebucht haben, haben uns die Zimmer zeigen lassen. Und das war super. Es war genial. Es war einfach super in dem Moment. Weil wir konnten uns das ja aussuchen. Und wenn es uns dann nicht gefallen hat, sind wir weitergefahren. Ja. Und das war auch genau so ein Punkt, in dem Moment diese Freiheit zu spüren, du bist da, wo es dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann fährst du weiter. Das war in Costa Rica das erste Mal. Ja. Und dann natürlich das Exotische dort. Also sowas hatte ich vorher auch noch nie erlebt. Das ist wirklich Costa Rica, die noch nicht da gewesen sind. Es ist im Endeffekt wie ein riesengroßer Zoo, überall ein freier Zoo. Also nicht, dass wir jetzt Zoos in dem Sinne... Also seit wir in Costa Rica waren, sind wir nie wieder in Zoos gegangen. Naja, also eigentlich muss man sagen, das war so, dass wir sind früher gerne in Zoos gegangen. Genau. Und die haben sicherlich auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung und das möchten wir auch gar nicht schlecht reden. Wir haben halt einfach nur in dem Moment, wo wir in Costa Rica waren und Tiere gesehen haben, die wir sonst nur im Zoo gesehen haben und dann gesehen haben, wie verhalten sie sich in ihrer Freiheit und auch wie laufen sie. Also gehen ganz anders wie im Zoo. Ja, und man sieht es auch in den Augen. Das ist total interessant. Also ganz neugierig, nicht so dieser trübe Blick, den man vielleicht so im Zoo ab und zu mal sieht. Ja. Da dachte ich, wow, das ist toll hier. Wir wollen ja jetzt nicht einfach eine Werbung für Costa Rica machen, darum geht's nicht. Aber dieses Land hat uns einfach von Anfang an begeistert, weil es eben auch mit den natürlichen Ressourcen so gut umgeht. Wie zum Beispiel die Unterkünfte, die man dort buchen konnte, sind häufig Eco-Lodges gewesen, die dafür gesorgt haben, dass sie irgendwie ihren Strom selber erzeugen oder eben halt anderweitig nachhaltig das Ganze irgendwie betreiben und immer irgendwie auch im Einklang mit der Natur. Also immer dann, wenn man irgendwo sich eine Unterkunft gebucht hat und gewesen ist, hat man gemerkt, okay, das hat sich irgendwie total toll in diese Landschaft integriert. Also manchmal hatten wir auch Unterkünfte ohne heißes Wasser zum Beispiel. Das war dann mitten im Dschungel, wo es dann nur kaltes Wasser gegeben hat. Aber das war Abenteuer und das hat uns richtig gut gefallen dort. Ja. Und dieses Abenteuer haben wir so in unserem normalen Leben dann irgendwie vermisst. Wir sind dann nach Hause gekommen und haben uns so jedes Mal gefragt, okay, und wann kommt die nächste Reise? Wann geht's jetzt wieder los? Wann ist jetzt wieder Abenteuer? Genau, also kennt ihr das? Ihr kennt das bestimmt. Also wenn ihr auf solchen Reisen schon mal gewesen seid, also auch jetzt mit den Wohnmobilen oder LKWs, Vans, wie immer ihr auch reist, unterwegs gewesen seid oder unterwegs seid. Dieser Moment, wo ihr irgendwo Neues hinkommt und wie wach der Verstand plötzlich ist. Das ist einfach großartig, dieses Gefühl. Und das wollten wir natürlich immer wieder haben. Und wollen wir auch immer noch. Also darum geht's ja letztendlich. Dieses sich neu zurechtfinden, dieses Aufsaugen von diesen neuen Eindrücken. Dieses Andersartige einfach. Ja. Und zieht es natürlich durch diese Costa Rica-Reise, die wir da erleben durften, in die Ferne. So, also Costa Rica war, habt ihr gemerkt, ein ziemlicher Bestandteil dessen, was uns irgendwie so... Auch die Lebensweise. Ja. Also nicht nur die Natur, die Tiere, sondern auch die Menschen. Ja. Also es war da so entspannt. Man hat richtig eine ganz andere Kultur, das ist nicht das richtige Wort. Naja, sie haben als Lebensweisheit oder als Spruch in Costa Rica pura vida. Heißt einfach das pure Leben. Und irgendwie hat man das auch gespürt. Diese Menschen arbeiten auch. Diese Menschen haben auch Sorgen und Nöte, natürlich. Aber irgendwie merkt man einfach, dass die anderen miteinander umgehen. Also ich war einmal in Chile zum Beispiel und dann war ich aber auch privat nochmal in Brasilien. Das war alles sehr ähnlich. Also diese Einstellung der Menschen dort. Sobald man in so eine Kultur eintaucht, nimmt man ja diese Lebensweise und dieses Lebensgefühl auch an. Das erste Mal wollten wir uns beruflich verändern. Das war 2017. Da waren wir in unseren Jobs beide unzufrieden, kann man sagen. Du warst irgendwie 10 Jahre in dem Unternehmen. Ja. Und da wollten wir einfach mal irgendwie was anderes machen, aber hatten noch nicht so die richtige Idee. Und haben uns einfach mal Zeit genommen, haben die Jobs gekündigt, um zu reisen, um den Kopf frei zu kriegen, um einfach zu überlegen, was möchten wir eigentlich beruflich so in der Zukunft machen. Ja, und da hatten wir so viel Zeit, dass wir uns ein 25 Jahre altes Wohnmobil gekauft haben. Ein Fiat Ducato. Mit Alkoven. Und wir sind vorher noch nie, also ich habe vorher noch nie gecampt. Also meine Campingerfahrung war
4 Nächte Deichbrandfestival in einem Zelt. Das war vorher alles. Wobei, wenn man das gemacht hat, dann ist man eigentlich vorbereitet auf jedwediges Campen. Es kann nicht wilder und nicht dreckiger werden. Aber auf jeden Fall keine Idee davon, wie kocht man, wie ist das mit dem Wasser besorgen. Also überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte vorher schon mal ganz früher, bin ich mit einem Kumpel so 2 Wochen lang die Ostküste von Dänemark raufgefahren. Der hatte sich damals einen Bulli ausgebaut, also den T3, und sind danach surfen gewesen. Das war noch so die Zeit, wo ich surfen war. Von daher kannte ich so ein bisschen das schon, aber ist natürlich auch schon lange her. Gut, aber zurück zu dem. Genau. Wir beide keine Ahnung von Wohnmobilen, von nichts und sind ohne Plan, also wir hatten wirklich überhaupt keinen Plan, wo es hingeht. Wir haben uns einfach reingesetzt, vollgeladen und sind losgefahren. Und dann sind wir über die Schweiz gefahren. Ein Grund, warum wir auch wieder in die Schweiz wollen, weil das hat uns so umgehauen. Ja, mega. Also es sind ja auch ein paar Schweizer, die hier mit zuhören. Wir lieben die Schweiz. Wohnt in einem mega geilen Land. Genau. Also, und wir werden auf jeden Fall dahin reisen. Sind ein bisschen durch Italien gefahren, sind dann am Mittelmeer lang gefahren, Richtung Frankreich und dann weiter bis nach Nordspanien. wir wollten übrigens nie lange in Frankreich bleiben. Stimmt. Immer diese ganzen Vorurteile. Ja, die Franzosen sind ja alle irgendwie gar nicht nett, wenn man irgendwie nicht Französisch mit denen redet und dann antworten die nicht. Und Deutschen gegenüber ja sowieso schon mal nicht. Genau, wir können das überhaupt nicht. Bestimmt nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben ganz andere Erfahrungen gemacht mit Franzosen. Die Ja. waren so super lieb, so zuvorkommend und die haben sich immer entschuldigt, wenn sie nicht Englisch sprechen konnten. Wir waren dann die längste Zeit dieser Reise mit dem Wohnmobil In Frankreich. in Frankreich. Weil das Essen so fantastisch war. Und das Land auch einfach schön ist. Ja. Und dann sind wir zurückgefahren. Ja, nachdem wir mussten, genau. Wir mussten. Das ist es ja. Also wir sind bis nach Nordspanien gekommen. Wir wollten eigentlich bis Portugal. Wir waren neugierig. Wir wollten Portugal einfach mal sehen. Yvonne hat mir mal davon berichtet, wie es ist, weil sie Ich war war schon mal in Portugal an der Algarve und da wollten wir eigentlich hin. Aber weil wir so langsam gereist sind, weil wir immer Landstraße. genau, also Ja. keine Autobahn, das mögen wir halt nicht so, sondern Landstraße, da sieht man halt auch was, da kann man auch links und rechts anhalten und wild campen. Auf jeden Fall hatten wir nicht mehr genug Zeit, um bis nach Portugal am Ende zu kommen, Weil weil wir unseren Jahresurlaub schon gebucht hatten und sind dann 3 Wochen auf Sansibar gelandet. ja, war auch sehr interessant. Ja, aber anders als erwartet. Ja. Wobei, das hat uns ganz gut eigentlich getan, weil diese Wohnmobiltour, haben wir auch festgestellt, Es war kein ist Urlaub. kein Urlaub. Nein. Richtig. Es war Reisen. Reisen strengt halt irgendwie an. Ja. Die Die ganzen Eindrücke. genau. Man Die muss, sich, Stellplatzsuche. man muss sich um alles kümmern mit dem Wasser und dem Abwasser. Also es war toll, aber eben halt kein Urlaub. Und da haben wir dann gemerkt, so als wir auf Sansibar waren, wow, Das ist Urlaub. das ist jetzt mal Urlaub. So. Richtig. Insgesamt waren wir 3 Wochen dort. Im Endeffekt war es so, also es war am Ende auf Sansibar so langweilig. Genau. Das hatte ich vorher noch nie, also schon lange nicht mehr gehabt. So langweilig, dass wir wieder Action brauchten. Weil es ist, ja, Sansibar ist eine Insel, die ist nicht groß. Und da kann man sich einen Naturpark angucken, da gibt es halt auch Affen, auch einen ganz süßen Affen, haben wir da gesehen. Können wir mal einblenden. Und Aber insgesamt für uns zu langweilig. Das ist ja immer. es gab da nicht mehr viel zu machen. Nein. So, dann sind wir nochmal mit dem Kanu raus und dann den Rest am Strand, ein bisschen Volleyball spielen, ein bisschen essen und dann hat man sich nur noch irgendwie von Frühstück zu Mittag zu Abendessen gehangelt und hat dann auf der Liegerung gelegen. Das ist halt nicht so unser Ding dazu. Ne? Ja, Das in dem Moment, Ja. ne, Das sind, es war aber auch tiefenentspannt Ja, so danach. das Und stimmt. dann sind wir nach Hause geflogen und dann haben wir gemerkt, so, und jetzt? richtig. Was machen wir jetzt? Das war so ja Ende des Jahres dann schon. Und wir hatten noch nicht so richtig den Plan, wie es dann weitergehen sollte. Und dann kam uns die Idee, okay, wir werden noch einen Versuch machen, in unsere Jobs zurückzugehen. Das heißt, das, was wir bisher gemacht haben als Job Nochmal in neuen Firmen. in neuen Firmen, dass es frischen Wind einfach bringt, in eine neue Ja. Firma zu gehen. Bevor wir das dann aber machen, würden wir uns noch einmal Costa Rica als Urlaub gönnen. Genau. Und dann sind wir dann nochmal 4 Wochen hingeflogen. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon erprobt. Und dann war Genau, das war ja dann die 3. Reise. Ja, da wussten wir schon, wie man das dann günstig buchen konnte und dass man dann halt, also wo wir dann noch nicht waren, wo wir dann hinfahren wollten. Im Grunde genommen, ich würde nicht sagen, wir kennen jetzt Costa Rica in- und auswendig, aber wir kennen eigentlich so ziemlich alle Landesteile und haben einen Eindruck davon, wie sich das wo so anfühlt und wo es sich lohnt, auch hinzureisen. Und eben dieses
das würden wir auch gerne weiterhin machen. Also wirklich so ein Land so richtig kennenlernen. Genau. Also nicht nur irgendwie 3 Wochen, da lernt man so ein Land ja nicht kennen. Ja. Also in 3 Monaten haben wir das schon geschafft, Costa Rica kennenzulernen. Genau. Wenn auch noch nicht, wenn man jetzt ein Jahr da lebt, aber wir haben schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür und so möchten wir auch in Zukunft reisen. Also wir werden nicht mit dem LKW durch alle Länder durchrasen, sondern wir möchten uns wirklich auch die Länder richtig anschauen. Wir möchten die Leute kennenlernen, mit denen in Kontakt kommen, dort wandern gehen, die Natur kennenlernen, dort essen gehen, das Essen kennenlernen. Das haben wir uns so von dem vorherigen Reisen so ein bisschen abgeguckt und das möchten wir jetzt auch gerne mit dem LKW erleben. Auf jeden Fall haben wir uns beworben, nochmal darauf zurückzukommen, und sind dann wieder in Jobs gestartet, 40-Stunden-Woche. Na, ganz normal halt. Genau. Also, da haben wir dann gemerkt, in der Zeit, das ging dann auch nicht lange. Im Endeffekt waren wir so 1 Jahr, 4 Monate waren wir dann in den Jobs. Das kam schon sehr schnell. Ich glaube, innerhalb des ersten halben Jahres haben wir irgendwie schon so gemerkt, also irgendwie ist das schon wieder genau dasselbe wie vorher. Wir sind einfach nicht happy mit dem, was wir da tun. Ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert irgendwie so gewesen. So einerseits haben wir uns natürlich schon irgendwie beruflich verbessert. Auf der anderen Seite war es aber, und das kennt ihr vielleicht auch den Spruch, so alter Wein in neuen Schläuchen. Also dann kam für uns so der Moment, okay, wir brauchen jetzt nicht noch in das nächste Unternehmen gehen, das wird wahrscheinlich auch nichts ändern. Was können wir tun, dass wir beruflich uns einfach verwirklichen, dass wir was finden jetzt, was uns wieder begeistert. Richtig. Dieses Gefühl zu haben, dass man für eine Sache brennt. Genau. Darum geht es ja. Also so wie wir jetzt für diese Reisen brennen, wie wir jetzt für dieses mit dem LKW, das Ganze, dass wir das jetzt, diese ganze Story, diese ganze Misere, die wir jetzt mit dem LKW gerade durchmachen, das kann man nur durchhalten, wenn man brennt dafür. Richtig. So, und das tun wir. Ne? Genau. Sonst hätten wir das schon längst abgebrochen. Wir wollen das. Wir wollen das so unfassbar sehr, dass wir alles dafür geben werden. Das möglich zu machen. Richtig. Und wenn es nicht mit diesem LKW sein wird, dann mit einem anderen Gefährt. Also wir würden da uns auch gar nicht jetzt irgendwo komplett festlegen, dass es nur so geht. Überhaupt nicht. Nee. Es gibt so viele verschiedene Modelle, wie man so eine Reise machen kann. Ja, auch mit dem Rucksack, mit dem Van, mit was auch immer. Ja. Auf jeden Fall war das bei mir damals so, dann in dem Job, wo ich war, dass mein Chef mir damals gesagt hat, du pass mal auf, so wie das bei uns hier läuft, ist es, dass du für die Sachen fachlich verantwortlich bist. Ich bin halt disziplinarisch verantwortlich. Das heißt, ich rede dir nicht rein. Das ist auch gar nicht mein Job, sondern dein Job ist halt, deine Verantwortlichkeit dort zu leben. Und verstehe es einfach so, als wärst du ein Unternehmer in Unternehmen. Genauso habe ich dann da agiert. Ich habe letztendlich in der Phase, also in der kurzen Zeit, wo ich da war, erstmal mehr oder weniger sowas wie Akquise betrieben, mich versucht, in die Strukturen einzuarbeiten und habe dann gemerkt, nun gut, wenn ich jetzt diese Verantwortlichkeit als Unternehmer habe, aber eigentlich kein Selbstständiger bin, warum dann nicht auch eine Selbstständigkeit wagen? Genau. Und das wollten wir ausprobieren. Genau. Und dann haben wir uns sehr viel inspirieren lassen durch Bücher. Und gerade was so diese Selbstständigkeit angeht, da haben wir ein Buch gelesen, das nennt sich die 4-Stunden-Woche. Das kennen wahrscheinlich die einen oder anderen. Und das haben wir so inhaliert, dass uns das so motiviert hat, uns selbstständig auf einmal zu machen, wo wir vorher nie daran gedacht haben. Und wir nehmen jetzt auch für unsere ganze Vorbereitung, also alles, was wir jetzt so planen, wie wir demnächst Geld verdienen werden, nehmen wir so viele Dinge aus diesem Buch halt einfach mit. Ja, wir haben ja im Prinzip die ganze Zeit, wo wir wir sind dann ja in die nächste Auszeit gegangen und haben uns dann die Karten gelegt, wie das jetzt weitergehen sollen, haben diese Selbstständigkeit vorbereitet. Also die ganze Zeit, bevor wir diesen LKW dann gekauft haben, haben wir uns darum gekümmert, genau das vorzubereiten. Also alles, was wir aus diesem Buch gelernt hatten, nach Möglichkeiten zu suchen, das umzusetzen. Also ihr kennt vielleicht solche Sachbücher, die sagen einem ja nicht irgendwie so hundertprozentig genau, so und so und so musst du es machen und dann läuft dein Business, sondern es ist halt eher so Leitfaden, ne? Genau, Leitfaden, global, galaktisch, so könnte man das machen und die Umsetzung, da muss man dann selber was finden. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ja. Wie können wir dann eigentlich jetzt das Reisen und unsere Selbstständigkeit zusammenbringen? Genau, wie können wir das alles finanzieren?
Das ist für viele von euch nichts Neues. Es gibt da viele, viele Vanlifer draußen, die im Prinzip genau dieses Modell auch fahren. Möglicherweise auch dasselbe Buch gelesen haben oder andere ähnliche Bücher. Und das ist auch okay so. Und man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie vielleicht überlaufen und es würde keinen Sinn mehr machen, sich in diesem Bereich irgendwie selbstständig zu machen. Da sind wir komplett anderer Meinung. Letztendlich das Produkt, worum es jetzt hier dabei geht, ist ja, also der Kern, ist die Geschichte. Und es gibt tausende Geschichten von da draußen. Man kann das immer mit so einem Buch vergleichen, ne? Genau, mit Büchern. Wenn jemand jetzt sagen würde, ich kann doch kein Buch schreiben, das wird sich nicht verkaufen. Ja, es gibt Millionen von Büchern und es werden immer wieder Bücher geschrieben und gekauft. Also warum sollte man nicht auch einen YouTube-Kanal aufmachen können, wenn es auch schon Millionen davon draußen gibt? Es ist wie mit der Sparte eines Buches. Es gibt einen Krimi. Also es gibt viele Krimis und wahrscheinlich gibt es Storys oder Krimis, die sich ähneln auch. Wenn man nachgehen würde, dann dürfte man kein Krimibuch mehr schreiben, weil es gibt schon zu viele davon. Genau. So. Und so ist es halt auch mit diesen Geschichten. Es sind halt Reisegeschichten und jede Geschichte ist anders. Und deswegen waren wir der Meinung, das wird funktionieren. Und wir haben halt uns natürlich genau angeguckt, welche Möglichkeiten es gibt, darüber Geld zu verdienen, welche Einkommensströme man dazu aufbauen muss. Das haben wir in diesem Jahr gemacht oder in der Zeit, ist ja kein ganzes Jahr gewesen. Und dann haben wir irgendwann uns darum gekümmert, dass wir einen fahrbaren Untersatz kriegen. Wie macht man das Ganze aber jetzt? Wir sind jetzt keine Kinder von reichen Eltern oder haben irgendwie geerbt oder haben irgendwie ein Haus vorgehabt, dass wir dann jetzt in dieser Lage, der Zinslage gut verkaufen konnten. Das war es alles nicht. Wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, das konnte man ja auch sehen in einem der Videos. Ja, wir haben gespart. Wir haben das Geld, was wir verdient haben, beiseite gelegt, haben das natürlich für andere Dinge zur Seite gelegt. Bei uns war natürlich genauso wie bei euch auch, bei vielen anderen auch, der Hintergedanke da, naja gut, vielleicht irgendwann mal ein Eigenheim. Auf jeden Fall Altersvorsorge. Ja, das ist ja auch immer so ein Thema. Warum macht man sowas nicht, wie wir es machen? Oftmals aus dem Grund, weil man Angst davor hat, diese Absicherung zu verlieren. Und da müssen wir ganz klar sagen, das, was wir jetzt hier gerade tun, ist unsere Altersabsicherung zu investieren. Wir hauen unser Geld hier gerade auf den Kopf, um das zu ermöglichen, was wir vorhaben. Und nicht einfach jetzt, wir reisen, bis das Geld zu Ende ist und dann arbeiten wir wieder. Vielleicht wird uns das genauso ereilen, weil das Geld irgendwann zu Ende sein wird. Der Plan ist aber von vornherein gewesen, wir haben dieses Budget zur Verfügung. Wir haben dadurch eine gewisse Zeit zur Verfügung, um unsere Selbstständigkeit so weit zu bringen, dass es sich trägt. Vom Zeithorizont her sollten es insgesamt 3 Jahre sein, die wir zur Verfügung haben. Also ab Reise, um alles zum Laufen zu bringen. Was, wie ich finde, als Plan, als Zeitplan, als Zeithorizont für eine Selbstständigkeit eigentlich okay ist. Realistisch ist. Das ist realistisch. Wenn 2 Leute auch daran arbeiten, mit den Arbeitsstunden, die man darin jeden Tag investiert, sollte das doch in 3 Jahren möglich sein. Genau. Und wir haben ja auch kalkuliert, wir werden ja auch nicht mehr so viel Geld benötigen. Wir hatten zwar eine günstige Wohnung, weil wir ja nicht direkt in Hamburg gewohnt haben, sondern wir haben in Hamburg unser Geld verdient. Wir haben in Ahrensburg gelebt, hatten eine relativ günstige Miete, konnten damit halt also mehr zur Seite legen als jemand, der vielleicht dann in Hamburg lebt. Und dann haben wir halt auch mal durchgerechnet, was brauchen wir denn? Okay, so und so viel Diesel, wenn man so und so lange fährt, dann so und so viel an Geld für Essen, für Unternehmungen und so weiter. Und da haben wir uns gesagt, also so wenig braucht man eigentlich, wenn man in seinem Fahrzeug lebt. Das muss doch möglich sein, wenn 2 Leute daran arbeiten, dass wir dieses Geld wieder reinkriegen. Ja, nur mal so auch als Rechenexempel. Eine Mietwohnung kostet im Jahr, einfach mal so über den Daumen gerechnet, 10.000 bis 15.000 Euro. Also nur, dass man da wohnt drin. Dieses Geld mussten wir jetzt über das Jahr dann nicht mehr investieren. Genau. So, das geht natürlich dann jetzt in den LKW gerade. Okay, ja. Haben wir uns natürlich auch anders vorgestellt. Wir haben natürlich aber auch mit dem Puffer gerechnet. Genau. Gut, mittlerweile wird es ein bisschen knapp. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir sagen, es ist jetzt kritisch. Alles am Kippen oder so. Genau. Und wir sind halt so weit mittlerweile, dass wir uns sagen, gut, und selbst wenn das Geld uns ausgeht und wir eben nicht so weit kommen, wie wir dachten, dann werden wir irgendwie noch andere Möglichkeiten finden, Geld zu verdienen,
bis unsere Selbstständigkeit dann das wirklich irgendwann trägt. Wir haben nicht nur diesen Plan A jetzt mit YouTube und unserer Selbstständigkeit, wir haben natürlich auch noch einen Plan B und C noch in der Tasche. Ja. Unsere Jobs, die wir vorher gemacht haben, können wir auch online von unterwegs machen. Das würden wir wahrscheinlich auch in Betracht ziehen, bevor wir wahrscheinlich Äpfel pflücken gehen oder Kellnern gehen, weiß ich nicht, Ja. keine Ahnung. Also es kommt so ein bisschen drauf an, genau. Also letztendlich, worauf haben wir Lust, oder? genau, also was ist in dem Moment wichtig? Ja. Ist es wichtig, in kürzerer Zeit etwas mehr Geld zu verdienen? Genau. Oder ist es wichtig, in dem Moment, ja, Geld zu verdienen, aber was anderes zu machen? So, also wir hassen jetzt unsere Jobs nicht, aber es ist halt der Wunsch da, mal was anderes zu machen. Und diese Veränderung ist halt nicht nur, wie wir jetzt leben, sondern halt auch, was wir arbeiten. Richtig. Wie Nico vorhin schon sagte, wir haben ein Jahr vor dem Kauf diese Selbstständigkeit angefangen. Wir hatten vorher überhaupt keine Ahnung, auch keine große Hilfe oder Vorbilder, sondern wir haben uns mit dem Gewerbeamt auseinandergesetzt, mit dem Finanzamt gesprochen, haben denen erzählt, was wir vorhaben. Wir haben uns ein Namen ausgedacht. Wir haben uns ein Logo ausgedacht. Wir haben unsere Marke Blue Sky Home auch bereits schon beim Marken- und Patentamt haben eintragen lassen, weil wir in Zukunft damit halt Noch was Größeres vorhaben. Genau. Also wir haben im Hintergrund schon vieles vorbereitet für unsere ganzen Ideen, die wir alle im Kopf haben. Und das läuft natürlich jetzt alles so auch jetzt noch aktuell im Hintergrund. Also ihr bekommt von unserer Selbstständigkeit die YouTube-Videos halt mit, aber nicht, was alles noch damit so zusammenhängt, also was dahinter steckt. Es ist halt vieles, was noch zusätzlich gemacht wird. Wir haben ja auch die Internetseite, die dann weiter betrieben und weiter aufgebaut werden muss. Unser Instagram-Kanal, der aufgebaut werden muss. Dann ist es halt für mich, also ich mache bei uns so die Buchhaltung, ich muss halt dann die Steuern jedes Quartal anmelden, die Steuererklärung, also es ist halt alles neu für uns. Ne? Also ich habe noch nie so eine Einnahmenüberschussrechnung zum Beispiel mal gemacht. Ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Ist es nicht, überhaupt nicht. Also es kann jeder erlernen, aber man muss sich halt, weil es alles neu ist, man muss sich da halt einfuchsen, das dauert halt so seine Zeit und das passiert halt alles noch so im Hintergrund hinter YouTube. Jetzt könnte man natürlich sagen, so YouTube, das ist doch kein Job. Ich kann zum Teil das vielleicht verstehen, dass man so denkt. Ich würde es auch niemandem jetzt irgendwie verdenken, dass man sich überlegt, so ja, was ist denn YouTube für ein Job? Sagen wir mal so, überlegt euch mal, vielleicht habt ihr früher oder jetzt auch noch irgendeine Serie, die ihr guckt, die wöchentlich rauskommt. Und nichts anderes machen wir. Nur, dass wir eine Zweimann-Firma sind, mit unseren Mitteln, also mit diesem Low-Budget, was wir haben, eben halt so eine Serie auf die Beine stellen. Das machen andere Sender, Filmproduktionen mit weitaus viel mehr Geld, Equipment und Leuten. Ja. Da gibt es einen, der den Schnitt macht, der sich damit auskennt. Es gibt den Kameramann, das ist ein eigener Job für sich. Es gibt die Schauspieler. Es gibt den Ton. Dann gibt es den Produzenten selber letztendlich, der dafür verantwortlich ist, dass mit der Regie? Genau, alles so läuft, wie es laufen soll. Und das machen wir halt alles in Personalunion. Und ohne Vorkenntnisse. Also wir hatten vorher keine Kamera, wir hatten vorher keine Erfahrung mit irgendwelchen Schnittprogrammen gehabt oder mit Bildbearbeitungsprogrammen. Das haben wir uns jetzt alles in den letzten Monaten selber beigebracht. Das ist schon echt eine Herausforderung. Das sieht alles so leicht aus, aber es sind ja auch Berufe dahinter. Genau. So Berufe, die man lernen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum zum Geier macht ihr sowas, dass ihr euch jetzt irgendwie was an die Backe hängt? Also etwas tut, wo ihr eigentlich von Anfang an keine Ahnung habt. Ja, aber das ist doch genau das Interessante daran. Endlich mal wieder etwas zu tun, wovon man keine Ahnung hat, um mal wieder frisch anzufangen. Also gerade dieses Gefühl, was man vielleicht mal als Jugendlicher irgendwann hatte, vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, wo noch alles offen war, wo es noch nicht klar, wie das Leben vorgezeichnet ist und was man irgendwann mal später machen wird. Genau das haben wir jetzt. Genau diese Möglichkeiten haben wir jetzt wieder aufgemacht. Und es ist schön, mal wieder etwas Neues zu lernen. Und warum sollte man nicht als Autodidakt etwas auch gut lernen können und irgendwann auch es professionell machen zu können? Es ist doch nicht absolute Voraussetzung dafür, dass man eine Ausbildung oder ein Studium macht, also bei einer Firma. Weil was ist es denn anderes als das, was wir machen? Wir machen eine Ausbildung jetzt. Nur, dass wir die Lerninhalte und das, was wir lernen, uns selbst vorgeben. Man kümmert sich darum, sich das notwendige Wissen anzueignen. Und das ist das, was wir tun.
Und es macht Spaß, es ist gut. Es ist auch anstrengend, aber solange es Freude bereitet und man das Gefühl hat, dass es genau das ist, was man gerne tut, kann es nur gut werden. Ja, warum jetzt der LKW? Das wurde ja schon sehr heiß diskutiert, auch in den Videos. LKW, nicht LKW, warum jetzt auch mit so einem alten LKW? Zum Teil, warum mit so einer Schrottkarre? Also das erste Mal so richtig inspiriert wurden wir von 2 Büchern. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Das eine Buch ist von Abseitsreisen, die 7 Jahre lang mit einem Rundtauber unterwegs gewesen sind. Und dann das andere Buch, das ist von Hippie Trail, die Panamerikaner gefahren sind mit ihrem Rundtauber. Und das war einfach so genial, diese Bücher zu lesen. Und da sind wir so richtig ins Träumen gekommen. Da haben wir das erste Mal drüber nachgedacht. Ja. Zuvor hatten wir eigentlich geguckt, ob es nicht möglich wäre, so auf Defender-Basis, so in dieser Art. Es mussten nicht unbedingt Defender sein, wobei wir auch nach einem Defender geguckt hatten und da sind wir auch hinten übergefallen, was die so kosten. Aber so in diese Richtung hatten wir geguckt. Genau. Aber auf jeden Fall sollte es, das stand schon mal fest, es sollte auf jeden Fall 4x4 sein, weil unsere Erfahrung halt mit dem Wohnmobil war wir sind in Schweden gewesen und durch unsere, sag ich mal, Abenteuerlust haben wir uns dann so tief da in die Wälder reingegraben, also wirklich dann gegraben. Also wir kamen kaum noch mit dem Wohnmobil wieder raus. Wieder raus, genau. Und haben gesagt, so unser nächstes Fahrzeug zum Reisen muss auf jeden Fall 4x4 haben, weil wir haben so Bock irgendwie in die Natur zu fahren und wir wollen Offroad fahren. Wir haben da einfach richtig Bock drauf. Genau. Also Offroad ist für uns halt nicht schwerstes Gelände fahren, sondern halt irgendwie abseits der Straßen. Genau. Halt auch Wege zu fahren, die eben nicht für jedes Fahrzeug geeignet sind, sagen wir mal so. Und das haben wir da in dem Moment gemerkt. Und dann haben wir angefangen, wie gesagt, nach Defendern zu gucken. Dann ging es irgendwie weiter. Vom Defender ging das dann nachher, aha, okay, ist vielleicht doch ein bisschen, um da Vollzeit drin zu leben, weil das ist ja halt auch so der Punkt. Wir wollten ja Vollzeit in einem Fahrzeug leben. Wird vielleicht doch ein bisschen eng mit dem Arbeiten und Nikos Größe, aufrecht stehen sowieso nicht. Und damals haben wir schon dran gedacht, es wird auch mal Tage geben, die sind nicht so schön und es wird regnen und was wird man dann machen? Und wenn es dann mehrere Tage sind. Wochen? Ja, vielleicht sogar Wochen und du kannst ja nicht gerade machen da drinnen. Dann haben wir dann ganz schnell davon abgelassen und haben uns dann überlegt, gut, diese Bücher haben uns inspiriert. LKW. Schauen wir uns mal ein paar an. Das war 2019, glaube ich, irgendwie so. Also, 2019 haben wir uns die ersten Fahrzeuge angeguckt. Ja. Und damals dann noch so Basisfahrzeuge, da dachten wir noch, dass wir halt selber ausbauen werden. Also komplett das ganze Paket, was viele von euch auch machen. Basisfahrzeug kaufen, das aufbereiten, Kabine besorgen, vielleicht sogar selber bauen, Zwischenrahmen rauf, Einbauten machen, Genau. Mit allem drum und dran das komplette Fahrzeug selber bauen. Genau. Ohne Erfahrung. Also auf jeden Fall ist uns dann so ein bisschen, sage ich mal, die Zeit davon gelaufen, weil es war damals schon 2019 schwierig, so das Richtige zu finden. Also wir haben dann auch irgendwie echte Schrott-LKWs, also die waren wirklich so auf. Also wirklich dann Schrott-LKWs, also mehr als das, was wir jetzt hier gerade erleben. Wenn ihr das jetzt Schrott bezeichnet, dann gibt es noch ganz was anderes. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach nichts Vernünftiges, wo wir hätten, also... Wir wollten halt wirklich einsteigen und losfahren. Das haben wir gemerkt, darum ging es uns. Also nachdem uns die Zeit so ein bisschen davon gelaufen ist, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, selber bauen, das dauert jetzt mindestens, ohne Erfahrung, mindestens 2 Jahre, wenn das mal reicht. Genau. Und wir wollen jetzt unsere Jobs kündigen, wir wollen jetzt einsteigen und jetzt losfahren. Und dann ging die Suche halt weiter nach LKWs, die halt dann schon weit genug sind, sodass man darauf aufbauen kann und relativ schnell losfährt. Genau. Und warum dann ein LKW? Also auf den Punkt sind wir noch nicht eingegangen, weil also zum einen, wir haben halt so bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf. Wir möchten halt gerne auch in Gebiete reisen, wo wir dann eine bestimmte Zuladung einfach benötigen. Und da kommen halt so zum Beispiel Sprinter dann schnell so an ihre Grenzen, also was dann Wasser angeht, was dann Lebensmittel angeht. Und wobei Lebensmittel vielleicht noch nicht mal, aber was das Wasser auf jeden Fall. Sprinter haben halt irgendwie eine Begrenzung. Man kann sie aufrüsten, das stimmt schon. Wir sind da jetzt auch keine Fachleute. Wir haben uns halt mit dem Wissen, was wir damals hatten,
für den LKW entschieden. Genau. Und, also auch was den Diesel angeht, wie viel kann man halt an Diesel irgendwie mitnehmen, wie weit kommt man damit? Genau, wichtig war uns halt, dass wir das, was wir aus dem Wohnmobil gelernt haben, eben in diesen LKW übertragen. Wir haben in dem Wohnmobil damals 80 Liter Frischwasser gehabt. Da haben wir schnell gemerkt, das reicht nicht lange. Also brauchten wir schon mehr davon. Und das Gleiche gilt eben halt auch für den Strom. Was kann man an Solar eben halt draufpacken? Wie viel Speicherkapazität kann man dort mitnehmen? Das Raumgefühl, das Wohngefühl, also die Größe, die man jetzt hier in dem LKW hat. Wir haben uns jetzt einen Sprinter gerade kürzlich auch erst angeguckt. Wunderschöne Fahrzeuge und auch... Man hat auch alles dabei. Man hat alles dabei zum Leben. Man könnte darin auch arbeiten. Also es ist alles da. Stehen konnte ich da drin auch. Aber das Raumgefühl, ne? Das Raumgefühl war trotzdem anders, weil so ein Sprinter ist halt von der Breite her schon mal nicht so, wie es beim LKW der Fall ist. Und das ist schon, das macht schon was aus. Zum Beispiel könnte ich nicht quer in einem Sprinter schlafen. Dann kann man auch diese Ausbuchtung da noch einbauen. Das wird bei mir nicht helfen. Und dann müsste man schon wieder längs das Bett einbauen. Gibt es auch Konzepte dafür, aber so optimal ist es nicht. Das muss auch am Ende... für uns nicht. Ja, so. Das muss man sagen, das ist immer für uns. Das geht nicht darum, dass wir sagen... Wir wollen auch niemanden überzeugen oder nein, so, kauft euch einen LKW, um Gottes Willen. Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, was hast du damit vor, was möchtest du, was sind deine Ansprüche? Und wir würden auch nie jetzt behaupten, dass wir das immer so machen werden. Also vielleicht sagen wir auch irgendwie nach 1-2 Jahren, ach, das ist uns alles viel zu groß, der frisst viel zu sehr Diesel. Und ist auch schwerfällig. Man kann nicht so schnell reisen mit einem LKW wie eben halt jetzt mit einem Van. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur rein die Endgeschwindigkeit, sondern alles. Also wenn man losfahren will mit dem LKW, das dauert ein bisschen, bis man dann endlich losfährt. Also zumindest auch jetzt gerade. Mal eben reinspringen und losfahren ist da nicht. Oder auch die Stellplatzsuche, ne? Also man hat ganz andere Maße, man ist viel auffälliger mit dem Wildcampen. Das werden wir dann auch noch in Europa jetzt mal kennenlernen, wie das so funktioniert. Das wird schwieriger sein als jetzt mit einem Sprinter. Das ist uns auch schon bewusst. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns erstmal dafür entschieden und wir leben jetzt seit einem Jahr. In 2 Wochen ist es 1 Jahr hier drin. Wir fühlen uns pudelwohl und wir möchten jetzt erstmal uns nicht verkleinern. Erstmal nicht. Und es geht ja auch. Also letztendlich diese Zeit, die wir jetzt hier verbringen auf den Werkstätten, okay, ja, vielleicht bringen wir sogar mal einen Guide. Das waren super Tipps. Die besten Werkstätten in Deutschland raus. Mal gucken. Das lässt sich halt trotzdem dann gut aushalten hier drin. Also obwohl wir halt hier vielleicht nicht an den besten Plätzen stehen, jetzt, wo wir gerade sind, ist es wirklich schön. Das muss man sagen, es ist toll, hier zu stehen. Aber jetzt gerade in Frankfurt zum Beispiel ist es natürlich echt ein Platz, da gehört schon was dazu, eine ganze Woche da zu verbringen. Das muss man erstmal schaffen, ohne sich die Köpfe einzuhauen. Naja, und da mit dem LKW ging das hier. Wir haben uns hier drin wohlgefühlt. Immer wenn wir uns hier drin zurückziehen, gut, das werdet ihr bei euren Fahrzeugen genauso kennen, dann fühlt man sich wohl und fühlt man sich zu Hause. Und für uns ist es halt eben dieses Raumgefühl des LKWs. Und es ist natürlich auch wieder etwas Neues. Es ist auch ein Abenteuer. Wir sind halt wie gesagt, mit dem Ducato gefahren. Das ist ja praktisch wie ein Van-Wohnmobil. Das war schon toll. Das hat schon Spaß gemacht. Und jetzt ging es darum, eben nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen und irgendwie dieses Gefühl mit dem LKW auch kennenzulernen. Und das hat von Anfang an begeistert. Das war natürlich auch der Reiz des Neuen, aber halt auch ein anderes Fahren. Und es geht aber auch darum, wo wollen wir hin? Also unsere Vorstellung, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wo wollen wir eigentlich hin mit dem LKW? Ja. Das wird eine Weltreise. Das ist jedenfalls der Plan. Der Plan, genau. Stand heute. Immer noch. Immer noch, genau. Und wir möchten damit die ganze Welt am liebsten bereisen. Genau. Natürlich werden wir jetzt erstmal anfangen, in Europa den LKW kennenzulernen, das Camping überhaupt mit dem LKW kennenzulernen. Wir werden nicht gleich nach Amerika rübersetzen. Das trauen wir uns nicht. Das geben wir ehrlich zu. Ja. Da haben wir einfach noch zu sehr Respekt vor mit der ganzen LKW-Technik, was alles noch irgendwie passieren könnte. Es geht auch darum, erstmal etwas sich einzurütteln. Ja, Vertrauen zu gewinnen. Genau. Auch. Richtig. Ja. Also erstmal die nächsten Monate, wenn wir dann loskommen, Europa. Welche Richtung genau? Wir sind frei.
Die Schweiz werden wir auf jeden Fall bereisen, aber wir sind ja jetzt gerade an der niederländischen Grenze. Gucken wir uns die Niederlande an, gucken wir uns Belgien an. Geht es für uns nach Frankreich zu ganz anderen Renault-Fahrern? Genau, es gibt übrigens eine Community in Frankreich mit einem Forum für Renault Midliner. Also das, was unser Fahrzeug ist, über die Baujahre, es gibt ja auch neuere noch hinweg, aber eben halt Midliner. In Frankreich mit 2000 Mitgliedern. Also es gibt sie. Die Renault Midliner, LKW. Nur eben halt nicht so zahlreich hier, aber eben in Frankreich. Nach Europa, das steht auch noch nicht fest, möchten wir entweder in den Osten fahren, also sprich ganz grob Richtung Mongolei, Richtung Asien. Das war unser erstes Ziel. Also das hatten wir uns so festgelegt am Anfang, dass wir sagten, wir wollen in die Mongolei fahren. Eigentlich schlägt unser Herz aber ganz woanders. Ganz woanders. Also, das wisst ihr ja jetzt schon. Genau. Das ist halt eher... Ja, was wir auf jeden Fall bereisen möchten, ist Süd- und Mittelamerika. Das ist unser allergrößter Traum und wir werden auch alles versuchen, dass wir da auf jeden Fall irgendwann hinkommen. Genau. Vorher wollen wir halt erstmal lernen, reinkommen, uns immer ein Stückchen weiter steigern. Es sind ja halt viele Dinge, die wir jetzt neu lernen und dann geht natürlich alles immer ein bisschen langsamer, damit wir uns halt auch nicht überfordern an der Stelle. Aber unser Ziel ist es wirklich, wir wollen irgendwann nach Amerika, wir wollen dort auf jeden Fall Südamerika und Mittelamerika bereisen, aber das wird auch nicht das Einzige bleiben. Ja. Wenn wir dort unsere Erfahrungen gesammelt haben, werden wir vielleicht dann schon bereit sein, Afrika zu bereisen, weil wir dann schon genügend Reiseerfahrung haben. Ich kann mir aber auch Australien vorstellen und ich habe richtig Bock auf Neuseeland. Also ich würde nichts von der Liste dieser Welt irgendwie streichen, sondern wir sind offen für alles. Wir haben auch kein Enddatum uns genannt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, die nächsten 2 Jahre wollen wir einmal um die Welt reisen. Wir werden langsam reisen, die Visa ausnutzen, solange wir in den Ländern bleiben können. Und wir werden, solange uns das Spaß macht, das Leben und das Reisen im LKW, werden wir auch reisen. Und wir werden ja dann sehen, wie weit wir kommen. Aber definitiv soll es irgendwie überall hingehen. Ja. So, wir wollen halt alles sehen. Asien hatten wir jetzt ja auch noch nicht so richtig genannt. Thailand, Vietnam, Kambodscha, keine Ahnung. Haben wir richtig Bock drauf. Wo es halt hingehen kann, wo man halt hinreisen kann. Ja. Es macht auch keinen Sinn, für so eine Sache feste Pläne zu machen. Ob das jetzt Corona ist oder ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, das würde alles irgendwie nur erschüttern und wir wollen offen sein und immer flexibel sein. Richtig. Von daher, es wird euch viel erwarten. Ihr dürft viel erwarten und wir versuchen euch diese Reisen, die wir da unternehmen, so echt und authentisch rüberzubringen, wie es uns halt möglich ist, wie ihr es bisher auch kennengelernt habt von uns. Mit allen Hochs und Tiefs, die wir erleben werden und die werden wir erleben, definitiv. Ich denke, ihr habt jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, was euch so erwarten wird auf unserem Kanal. Ihr wisst jetzt, wer wir sind. Und wenn ihr Fragen habt zu uns, wenn noch Fragen offen sind, wenn auch noch Fragen zur Reise offen sind, wenn ihr Fragen zur Selbstständigkeit zum Beispiel habt. Genau. Wir werden auf jeden Fall, das ist schon öfters gefragt worden, wie das mit der Abmeldung in Deutschland und mit der Selbstständigkeit und so funktioniert. Also darüber werden wir ein gesondertes Video machen, weil das ist dann doch ein bisschen mehr, was wir da erzählen können. Genau. Aber erstmal so jetzt von diesem Video her, habt ihr vielleicht die eine oder andere Frage und wir würden euch ganz gerne bitten, diese Fragen doch in den Kommentaren einfach mal einmal zu nennen, weil wir dann im nächsten Video gerne ein Fragen- und Antwort-Video machen würden, wo wir dann eure Fragen beantworten wollen. Und dann? Genau, hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es das gebracht hat, was ihr euch so erhofft habt, was ihr über uns dann auch so erfahren wollt. Und ja, wenn das so ist, dann gebt uns einen Daumen, schreibt uns, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns kostenlos jetzt abonnieren.
Genau, das ist wichtig, weil das bedeutet, dass der YouTube-Algorithmus dann merkt, dass unser Kanal halt interessant ist und auch für andere interessant sein kann. Und dann wird er halt auch vielen anderen vorgeschlagen. Das hilft uns natürlich. Und wie ihr jetzt ja nun auch wisst, ist es ja nun auch unser Job. So, und da könnt ihr uns sehr mit helfen und unterstützen. Wir sehen uns nächsten Sonntag in dem Fragen- und Antwortvideo. Hoffentlich schaltet ihr ein. Bis bald. Das ging ja. Ein Spatzen.